Höret, ihr wackeren Leute! Manch einer von euch hat am schwarzen Brett kundgetan, ich möge diese Reise nicht nur in Bildern, sondern gänzlich begleiten. Und so sei es. Wir starten heute die Reise in Kingdom Come Deliverance 2 in den ersten Teil. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und berichtet mir bitte, via schwarzen Brett sollen wir diese Reise auch weiterhin fortführen. Also, let's go. Kingdom Come Deliverance 2. Wir gehen da rein, werden es lieben lernen und nichts anderes mehr machen. Ich hoffe, die Kraka macht's mit. Warhorse. Ach, Deep Silver ist Publisher, okay. So, mehr CryEngine entwickelt. Neues Spiel, let's dive in. So, was ist jetzt hier der Unterschied? Ein realistischerer Modus für Spieler, die bereits mit den Grundlagen des Kampfsystems vertraut sind und wissen, wie man in der Welt von Kingdom Come Deliverance 2 überleben kann. Da steht nichts davon, dass der Speicherstand gelöscht wird. Dasselbe Lied nochmal. Nein, danke, gerade nicht. Das steht da nicht. Oh, ich will da rein in den Hardcore-Modus. An der Seite von Hans Capon begibt sich Heinrich in neue Lande, doch er ist nicht mehr der junge Mann von einst. Sein abenteuerliches Leben fordert seinen Tribut. Der Hardcore-Modus, okay, wartet mal, bietet ein schwierigeres und immersiveres Spielerlebnis. Sound geht. Hilfreiche Elemente der Benutzeroberfläche sind sowohl im Kampf als auch außerhalb eingeschränkt. Um in der Welt zurechtzufinden, musst du dich auf deinen Orientierungssinn verlassen. Die Position deines Charakters wird nie auf der Karte angezeigt. Auf dem Kompass fehlen die Himmelsrichtungen. Und du kannst nicht schnell reisen, Alter. Das wird so eine lange Reise. Die Position deines Charakters wird nie auf der Karte angezeigt. Auf dem Kompass fehlen die Himmelsrichtungen. Du kannst nicht schnell reisen. Außerdem kannst du den Schwierigkeitsgrad für bestimmte Bereiche anpassen, indem du mindestens 3 negative Spezialisierungen auswählst, die für das gesamte Spiel aktiv bleiben. Holy Lord! Also, Rückenprobleme. Jeder Rücken kann sich mit Gottes Gnaden nur begrenzt oft im Leben krümmen. Und deiner hat schon seine Grenzen erreicht. Dein Rücken macht dir Probleme, weshalb deine Tragekapazität um 50% gesenkt ist, Alter. Immer wenn du dich bückst, um Kräuter oder Pilze zu pflücken, besteht eine geringe Chance, dass du dir den Rücken zerrst und eine Weile lang humpelst. Schwerfällig. Du hattest schon immer einen schweren Tritt. Deine Mutter hat gesagt, das macht nichts. Jeder hat eben seine Eigenarten. Fritz und Matthäus dagegen haben immer gesagt, du wärst ein Vollidiot. Du schlurfst beim Gehen, weshalb deine Geräuschstufe von 0 auf 25 steigt. Außerdem nutzen sich deine Schuhe doppelt so schnell ab und müssen ständig repariert werden. Dummkopf. Wie soll ich es ausdrücken? Du hast die Weisheit nicht gerade mit Löffeln gegessen. Damit du selbst einfachste Dinge verstehst, müssen die Leute sie dir mindestens 2-mal erklären. Du sammelst Erfahrung 40% langsamer. Und das sogar doppelt. Deswegen 2-mal erklärt. Achso. Schlafwandler. Es heißt, man verbringt die Hälfte seines Lebens mit Schlafen. Das hat was Gutes. Vielleicht ist die andere Hälfte dann nicht so schrecklich. Du wirst 40% schneller müde und immer wenn du schläfst, besteht die Chance, dass du schlafwandelst und woanders wieder aufwachst. Alter! Hungriger Heinrich, du hast ziemlichen Hunger. Sobald du hungrig bist, kannst du nur noch an Essen denken. Für alles andere bist du nicht zu gebrauchen und du willst auch mit niemandem reden. Du willst bloß essen. Wenn du am Verhungern bist, sinken zusätzlich zu den Effekten die normalen Hunger
auslöst Redekunst, Charisma und Einschüchtern. Je hungriger du bist, desto höher fällt dieser Abzug aus. Außerdem sättigt dich Essen 50% weniger und deine Verdauungsgeschwindigkeit erhöht. Ei. Sounds like... Oh, danke. Schwitzig. Wärst du ein Gerber, würde niemand wegen deines furchtbaren Geruchs mit der Wimper zucken. Leider bist du aber kein Gerber. Der Schweiß dringt dir unablässig aus allen Poren, was bedeutet, dass deine Kleidung um 50% schneller verschmutzt und du schneller anfängst, streng zu riechen. Wenn das der Fall ist, kann man dich aus doppelt so großer Entfernung riechen, wodurch du leichter zu entdecken bist. Nicht einmal Parfum kann deinen Gestank übertünchen. Wählerisch. Am liebsten würdest du nur essen, was deine Mama kocht. Aber weil deine Mama von dir gegangen ist, isst du nicht wirklich viel. Weil du so wählerisch bist, verdirbt sämtliches Essen in deinem Inventar 25% schneller. Wenn du Tiere ausnimmst, bist du ebenso wählerisch und erhältst daher nur ein Viertel des Fleisches oder andere Gegenstände. Junge! Verlegen. Mit Fremden zu reden fällt dir nicht leicht, daher vermeidest du es. Du kannst andere nicht nach dem Weg fragen, daher fällt es dir schwerer, dich irgendwo zurechtzufinden. Du bist sogar so zu schüchtern, alle Dienste der Zuberdirn in Anspruch zu nehmen. Da du nicht gerne mit anderen redest, verbessert sich zudem deine Redekunst 25% langsamer. Pfeifengesicht. Sieh dich nur mal an. Kleine Schweinchenaugen und deine Nase ist sowieso schon krumm. Möchtest du dir nicht selbst eine verpassen? Sicher willst du das und da bist du nicht allein. Menschen, die dich angreifen, wollen dir wirklich wehtun. Sie sind stärker, mutiger und widerstandsfähiger. Dieser Effekt wird durch die Kampffertigkeiten deines Gegners noch verstärkt. Je stärker dein Gegner, desto höher fällt dieser Buff aus. Zudem erhältst du 10% höheren Schaden. Bedrohung. Die Kunde über die finsteren Taten von Heinrich von Skalitz hat diese Gegend vor dir erreicht. Das Auge des Gesetzes hat dich im Blick. Wenn du einmal für ein Verbrechen gebrandmarkt wurdest, bleibt das Mal für immer. Solltest du wegen eines weiteren schweren Verbrechens erwischt werden, führt das zu deiner Hinrichtung. Damit nicht genug, denn Wachen werden dich härter bestrafen. Die Konsequenzen dieser Strafen fallen härter aus. Die Chance, dass du durchsucht wirst, verdoppelt sich. Oh mein Gott. Okay. 3. Also, ich würde da sagen, einmal nehmen wir Bedrohung. Das heißt, keine schweren Verbrechen begehen. Was noch? Was sollen wir noch nehmen? Aber so ein richtig immersives Erlebnis fühle ich hart. Ja, dann verlegen. Bye bye Dirn. So, was haben wir noch? Wählerisch. Essen. 25% schnell. Könnte halt heavy sein. Schwitzig. Hungriger Heinrich finde ich auch ein bisschen krass, dass man die ganze Zeit nur hungrig ist. Und das mit dem Schlafwandeln finde ich lustig. Schlafwandler. Du wirst 40% schneller müde. Okay. Okay. Also, dann starten wir den Hardcore-Modus von Kingdom Come Deliverance 2 mit Schlafwandler. Wir werden 40% schneller müde. Und immer wenn wir schlafen, wachen wir vielleicht woanders auf. Verlegen. Wir fragen nicht nach dem Weg und wir können nicht alle Dienste der Zuberdirn in Anspruch nehmen. Und Redekunst steigert sich langsamer. Und Bedrohung. Wir dürfen keine schweren Verbrechen machen. Also. Das sind unsere negativen Perks. Let's go.
König Wenzel IV. Wird von adligen Rebellen und seinem Bruder König Sigismund von Ungarn gefangen genommen. In Anwesenheit eines Herrschers bricht ein Krieg aus. Allein eine Handvoll Treuergebener steht dem rechtmäßigen König bei. Sukhdol, 1403. Schieß weiter! Nicht aufhören! Handfeuerwaffen. Scheiße! Wir brauchen mehr Freunde! Ich brauche hier Hilfe! Nimm dir, was du tragen kannst und ab nach oben! Was habt ihr hier verloren? Geht im Turm in Deckung! Ich weiß nicht, wie lange wir dem Druck noch standhalten können. Geh und versteck dich mit den anderen. Achtung! Ludwig! Wo ist deine Waffe? Auf die Zinnen! Mach schon! Vater! Treibst du uns vor unserem Tod? Das werde ich heute nach der Schlacht machen, Herr. Und zwar mit Schnaps. Simon! Achtung, Einschlag! Bereit machen zum Feuern! Auf eure Posten! Feuer! Ach du In Scheiße. Deckung! Oh oh. Jetzt! Formation! Wir werden uns danach mal ein Recap-Video anschauen. Kann mal bitte jemand ein böses gutes Erwachen, Recap-Video raussuchen kurz? Was so 10 Minuten geht oder so? Wenn's passt. Zeigen wir es den Schweinen. Hauptquest. Sterbe, sagt meine langen Treppen zu den oberen Weinen. Hierher! Kommt schnell her! Ihr müsst sie zurückdrängen! Sagt Bescheid. WASD. Bringt. Folge mir! Ist das Burg Trotzki? Wo sind wir? Ludwig! Los, hilf! Auf den Ball! Ah ja, stimmt ja. Stand da. Nun verwendest du eine Verteidigung der vorderen Weile. Spanne deine Armbrust, indem du gedrückt hältst. Feuere, indem du drückst. Okay. Oh, das war schon mal daneben. Sehr gut. Hier unten sind vielleicht nähere Ziele. Geil! Meine Güte, das muss man ja ganz schön weit runterziehen. So, du Schelm! Jetzt. Der fällt um. Sehr gut. Der nächste fällt um. Papierserol in dein Gemächt. Du Schelm! Hilft dabei, das Burgtor zu verteidigen. Alles klar. Wir müssen runter. Ludwig! Komm her! Sterb! Feuer erwidern! Okay, also durch da. Vergiss die Befehle!
Durchschießen? Ja. Weg mit euch! Holy Lord. Bereit machen! Nächsten Angriff! Das wird sie nicht aufhalten! Goodwin! Noch ein Teufel? Zieh dein Schwert und folge mir! Bin ich jetzt Godwin? Ich bin Godwin, okay? Los, Knochen, Stiefel, Knochenteufel, whoever. Holy Lord, wo müssen wir hin? Junge, der Kampf findet draußen statt. Drücke, um anzugreifen. Du kannst sie verteidigen, indem du... Ich habe immer noch... Ah, okay, jetzt habe ich ein Schwert. Okay, alles klar. Ich dachte schon. Okay. Leitern umstoßen, geht zu einer Leiter an der Gegner, die Mauern hochklettern. Die gedrückt. Weg mit dir! Du musst die wegmachen! Mit dir auch weg! Oh Gott. Danke. umstoßen, umstoßen, da. Oh mein Gott. Hiese dich! Oh mein Gott. Meine Güte. Oh. Danke. Kann ich sie jetzt umstoßen? Oh, das ist halt aber... Achtung, Henker. Jetzt? Boah, das war nie gut. Scheiße! Mich jetzt erwischt! Hey, nimm die Finger weg. Bleib schön ruhig. Audentes Fortuna, leck mich Juvat. Scheiße. Aber wir sollten doch nur was überbringen auf Trotsky. Ist das Hans? Was ich erwartet hatte, war doch nur ein Schäferstündchen. Ja, Hans. Alle Mann zum Turm! Okay, wir sind in der Burg. Was zum Henker ist passiert? Ja. Let's. Okay, wir haben jetzt Godwin gespielt. Einige Wochen zuvor. Audentes Fortuna Juvat! Was heißt das? Das ist Hans Capon. Links ist Heinrich. Was rufst du denn da immer zu, Herr Hans? Grundgütiger Heinrich, willst du mir etwa weismachen, dass du kein Latein kannst? Bitte verzeiht, Hoheit. Ich befürchte, ich war mehr damit beschäftigt, Ställe auszumisten und Korn anzubauen, statt Latein zu lernen. Das müssen wir schleunigst nachholen. Ich kann doch kein Ignoramus zum Leibwächter haben. Also gut, dieses Auden oder so, was soll das bedeuten?
Audentis Fortuna Juvat. Das Glück belohnt die Tapferen. Da ist was dran. Wir müssen doch nur gemütlich Herrn Otto von Bergo einen Brief überreichen und bei Zeiten wieder zurückreiten. Was bedarf es da an Tapferkeit? Ach, Heinrich, wieso bist du nur so ein Langweiler? Freut es dich etwa nicht, dass wir da raus sind und uns aufregenden Abenteuern stellen? Wir sehen jetzt was von der Welt. Wir können uns einfach amüsieren und vielleicht ein paar Frauen begegnen. Sicher. Aber ich habe Herrn Hanusch versprochen, dich aus Dummheiten rauszuhalten und zu beschützen. Noch dazu liegt Burg Troski mitten im Nirgendwo. Da gibt es bestimmt keine Abenteuer. Gott hab Gnade, mein Leibwächter ist ein Mönch, der kein bisschen Latein versteht. Sieh nur! Da, Troski! Oh, schon erreicht. Sehr nice. Und er holt im Schlepptau. Ich muss schon sagen, das ist wirklich beeindruckend. Pirkstein sieht dagegen wie ein Scheißhaus aus. Von Bergo muss stinkreich sein. Okay. Sind also in Troski. Den Mutigen hilft das Glück. Und Heinrich? Freust du dich auf ein neues Abenteuer? Städtische Ein Finanzen Abenteuer, das gelernt. das Zeug hat, eine Legende zu werden? Warte mal, rede mit Capon, wähle eine Antwort 1 oder 2. Was? Da freue ich mich. Wir zeigen denen, welch edle Herren an ihrer Türschwelle erschienen sind. Das werden wir. Wir überbringen unsere wichtige Nachricht und dann geht's ab in die nächstgelegene Schenke. Wir werden auf unseren Erfolg trinken und den Frauen hinterherjagen, hm? Aber Ach, so hat Hans. Onkel Hanusch sich nicht selbst darum gekümmert. Es sei denn, er hat vor, mich zu prüfen. Könnte sein. Ja, sieht danach aus. Er vermacht ja eines Tages all seine Ländereien in Ratei. Er will sicher überprüfen, ob du auch dazu taugst. Natürlich. Wieso sollte ich das bitte versauen? Fremdländische Armeen richten in ganz Böhmen Verwüstung an. Der König ist Gott weiß wo in Gefangenschaft. Und wir sind mittendrin und tragen eine wichtige Botschaft bei uns. Nein, ich mache das Beste aus dieser Reise. So oder so. Ja, nee, wir konzentrieren uns mal Du auf bist unsere etwas zu Mission. eifrig. Man weiß ja nie, was passieren kann. Heinrich, sei doch nicht so ein Weichei. Audentis Fortuna Juvat. Aber genug geplaudert. Burg Troski ist zum Greifen nah. Ja, Hans? Alles in Ordnung da hinten? Alles in Ordnung, Hafer. Behalt lieber die Straße im Auge. Genau. Wenn sich irgendetwas vor uns regen sollte, sag sofort Bescheid. Keine Sorge, Nikolas. Der alte Hafer hat Augen wie ein Adler. Ich weiß nicht, ob ich diese NPC-Texte wegnehmen soll über reingucken. Uha. Sollen wir die Waffen bereithalten? Nicht so hastig, Heinrich. Das sind von Bergos Farben. Sie kommen von Burg Troski. Reißt sie ein! Sie dürfen nicht entkommen! Und ich fürchte, wir könnten sie eh nicht besiegen. Niemand tut irgendetwas Unüberlegtes, verstanden? Haltet euch einfach an mich. Halt! Was bringt euch hierher? Empfängt man hier so seine Besucher, mein guter Mann? Wenn sie fremd und bewaffnet sind und Banditen ihr Unwesen treiben, ja. Kennst du den Unterschied zwischen einem Adligen und einem Banditen, Herr? In diesen Zeiten ist das nicht immer leicht zu erkennen. Und wer beehrt uns bitte? Herr Hans Carpon von Pirkstein. Ich habe einen Brief für Herrn Otto von Bergo von meinem Meister, Herrn Hanusch von Leipa. Lasst eure Armbrüste.
Ja, das ist tatsächlich das Siegel der von Leipers. Und wenn ich mich recht erinnere, hat sich Herr Hanusch von Leiper auf die Seite von König Wenzel geschlagen. Nun, ja, er... Wohingegen mein Herr Mitglied der Herrenvereinigung ist. Auf Oh. Seiten König Sigismunds. Oh, Was uns beide wohl zu Feinden macht. Oh oh. Nicht Wir gut? sind keine Feinde. Wir tragen einen Brief bei uns, der die Feindseligkeiten beenden soll. Und wer bist du? Heinrich. Aus Skalitz. Welchen Spielstil hast du? Ein Soldat fühlt sich am wohlsten mit einem Schwert in der Hand und dem Gewicht einer schweren Rüstung auf den Schultern. Außerdem ist er bekannt dafür, ein Hitzkopf zu sein. Ein Berater klärt die Dinge lieber mit Hilfe seines Verstandes, seiner Wortgewandtheit und Mitgefühl. Ein Späher agiert gerne aus den Schatten und erledigt seine Aufgaben still und leise im Geheimen. Durch die Wahl eines Spielstils erhältst du zu Beginn ein paar Erfahrungspunkte. Welche Fertigkeiten du in Zukunft erlernst, hängt allerdings ganz von dir ab. So, also, ich bin Berater eines Adligen und Gesandter. Wortgewandt 0, verlegen, das wird gut. So, ich bin Berater eines Adligen und Gesandter. Ich bin Herr Carpons Berater und Schreiber. Und jetzt auch noch ein Bote. Aus Skalitz, sagst du? Das Skalitz, das König Sigismunds Kumanen gebrandschatzt haben? Und alle abgeschlachtet haben. Trotzdem komme ich nicht mit bösen Absichten nach Troski, sondern als Bote des Friedens. Trotzdem seid ihr Fremde hier und bewaffnet obendrein. Und wie es der Zufall so will, sind wir genau solch einer Bande auf den Fersen. Warum sollte ich euch also trauen? Okay. Jetzt geht's los. Du kannst viele Situationen lösen, indem du deine Überzeugungskunst spielen lässt. In Dialogen kannst du häufig mit einer der unten aufgeführten Optionen reagieren. Aber pass auf, wenn du dein Gegenüber überzeugen willst, muss er dir auch glauben. Okay. Redekunst. Du versuchst die Situation ruhig und ohne Konflikt zu lösen. Charisma, du nutzt dein edles Auftreten und deinen guten Ruf. Macht, du versuchst dich als Held und Beschützer der Schwachen zu präsentieren. Nötigen, du sagst alles, um deinen Willen durchzusetzen, selbst wenn du dabei lügen und andere manipulieren musst. Dominieren, du machst deinem Gegenüber klar, dass du ihm überlegen bist. Einschüchtern, wenn Argumente nicht helfen, dann vielleicht Drohungen. Die Fertigkeit überzeugen, wird von anderen Werten und Fertigkeiten beeinflusst. Detaillierte Beschreibungen findest du in deinem Inventar in Tab Spieler. So, nächste Seite. Viele Situationen lassen sich durch Argumentation mit dem Gegenüber lösen. In Dialogen kannst du mit unterschiedlichen Optionen reagieren. Aber sei vorsichtig, dein Gegenüber wird dir womöglich nicht immer glauben. Okay, warte mal. Ruf bei der Gegenseite. Deine Groschen 0. Okay. Achso, okay. Okay, check. Und das ist einfach nur ein Bild. Der Ruf bei der Gegenseite. Ach du meine Güte. Das muss man sich ja dann merken. Also Macht ist das in der Mitte. Also ist das zweite von rechts. Ich glaube mal, Dominieren ist das. Redekunst ist das. Okay, und das ist Einschüchtern, ne? Nee. Nötigen. Okay. Gut. Überzeugung ist nicht einfach eine Frage deiner Fertigkeiten. Es kommt außerdem darauf an, mit wem du sprichst, wie du aussiehst und wie dein Ruf ist. Einer Bande von Halsabschneidern mit Gewalt zu drohen, hat für gewöhnlich wenig Sinn. Ebenso verhält es sich, wenn du dich als Edelmann ausgibst, während dir Stroh aus den Stiefeln guckt. Ich finde es krass, welche Systeme hier aneinander greifen müssen. Achso, der hat so einen eher Einstellung zu mir. Macht ist 16, Redekunst 14.
Und das andere hatte ich nicht mehr im Blick. Wähle weise. Wenn du Redekunst wählst, wirst du deine diplomatischen Fähigkeiten nutzen, um zu versuchen, die Situation zu klären. Du könntest außerdem mit deiner noblen Erscheinung Eindruck schinden. Die Menschen glauben einen gut gekleideten Edelmann eher als einen Bettler. Definitiv hier. Alternativ kannst du deine Gegenüber auch mit deiner Ritterlichkeit überzeugen und deine Kampffertigkeit und Stärke zur Schau stellen. Wir sind Soldaten, als Gesandte bieten wir ein Bündnis an. Sehen wir wirklich wie Banditen aus? Okay, das ist bei 11. Wir sind Soldaten, überlasst die Banditen uns. Das ist die Ritterlichkeit, ne? Redekunst, noble Erscheinung ist 11. Wir werden mal versuchen, okay, die sind halt von Sigismund, ne? Also was will der denn mit einem Bündnis? Potenziell, aber vielleicht gegen die Banditen. Aber vielleicht sagen wir erstmal, hey, sehen wir denn wirklich auch wie Banditen aus? Jetzt kommt's ja. Sieh uns mal ganz genau an. Findest du wirklich, dass wir wie Banditen aussehen? Dann weiß ich immer noch nicht, ob ich euch vertrauen kann. Du musst uns nicht trauen. Aber Herr von Bergo wird es tun, wenn er uns sieht. Eine ganze Truppe in der Tracht von Rattay. Eine versiegelte Nachricht. Ich denke, er wird auf den ersten Blick erkennen, wer da vor ihm steht. So wie ich das sehe, sollte es in deinem Interesse sein, dass Herrn Hans Capon von Leiper und seinem Gefolge auf dem Weg zur Burg nichts zustößt. Also? Ihr könnt euch sicher sein, dass ich euren Verbessert. Rang respektiere, werte Herren. Na schön. Sehr gut. Verzeiht den rauen Empfang. Wir müssen vorsichtig sein. Diese Banditen rauben, morden und verschwinden ungesehen. Wir ziehen weiter. Wollt ihr uns nicht zu eurem Herrn eskortieren und vorstellen? Bedauere, aber das geht nicht. Vor Einbruch der Dunkelheit schafft ihr es nicht zur Burg. Und auf Geheiß des Herrn wird niemand nachts hereingelassen, vor allem wenn wir unterwegs sind. Ihr solltet besser ein Lager aufschlagen. Ich verstehe. Letztes Mal, als jemand in unserer Region einen Adligen in Not einließ, mussten wir die Burg unter Beschuss nehmen, um ihn wieder zu vertreiben. Gibt es hier denn wenigstens irgendwo eine Schenke? Ja, schon, aber sie ist weiter weg und ich glaube nicht, dass sie dem werten Herrn zusagen würde. Himmel. In was für eine Gegend haben die uns da nur hingeschickt? Naja, irgendwas wird uns schon einfallen. Viel Glück und ich hoffe, dass ihr die Banditen findet, Herr... Thomas, Hauptmann von Troski. Danke. Und Verzeihung. Also dann. Lebt wohl. Das kommt alles etwas ungelegen. Was jetzt? Da eine Schenke in der Tür steht, sollten wir unser Lager gleich hier aufschlagen. Das ist ein wunderschöner See. Und Wein haben wir auch. Aber auch ziemlich offenes Und was ist Gelände. mit den Banditen? Die werden sich sicher bedeckt halten. Immerhin wird der ganze Wald nach ihnen abgesucht. Hans, guter Stratege. Na los, Männer. Wir lassen uns am Ufer nieder. Hier können wir schön baden. Ich rieche fast so schlimm, wie ihr es tut. Und ihr stinkt bis zum Himmel. Sortita, hast du das Game eigentlich schon durchgespielt? So, willkommen im Hardcore-Modus. So endet dieser Teil unserer heutigen Reise. Doch der nächste Schritt liegt bereits vor uns. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dort geht es zum nächsten Part. Und nun sagt mir, ihr wackeren Leute, wie hättet ihr an meiner Stelle entschieden? Schreibt es in die Kommentare und lasst auch sonst gerne etwas da. Also, bis zum nächsten Male, ihr wackeren Leute.